Und für mich ist es natürlich jetzt der Hamburger Sportverein. Und für mich ist er schon längst verbrannt. Das ist Bayern. Und Nee. ganz simpel. Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Kickdos. Wir sind heute hier, Niklas und mein Bruder Moin, was geht? Dustin. Und wir werden heute unsere Bundesliga-Prognose mit euch teilen und noch ein paar Hot-Takes raushauen für die kommende Bundesliga-Saison, die morgen startet. Seid gespannt. Abonniert den Kanal, liked und vor allem schreibt eure eigene Prognose in die Kommentare. Und dann geht's jetzt los. Wir starten mit den Absteigern. Ja. Da habe ich mich schon sehr schwer getan, Das muss ist ich schon sagen. sehr, sehr schwer, ja. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Wir werden von 18 bis auf 1 hochgehen. Jetzt fangen wir mit 18 bis 16 an. Und um ehrlich zu sein, ich habe wahrscheinlich so das Offensichtlichste genommen. Und zwar habe ich Heidenheim ganz unten. Oh. Ganz einfach. Ich finde letzte Saison auch schon der Kader, irgendwie war es nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Nee, muss ich wirklich nicht sagen. der beste Kader. Natürlich, ne, Kleindienst verloren, Beste verloren, Dingshi verloren letzte Saison. Jetzt hast du zum Beispiel nochmal Wanner verloren wieder. Ja, eben. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, ich weiß es nicht. In der Relegation haben sie dann schon wieder ordentlich im Fußball gespielt. Ja. Ab der zweiten Halbzeit im ersten Spiel. Ich habe das spielerisch aber auch nicht so viel gesehen. Also es war jetzt auch nicht die beste Kost, die man da bekommen hat. Nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt wird es halt nochmal schwerer, weil du hast eigentlich 2 Aufsteiger, die eigentlich vom Etat her und von den Kadern her jetzt eigentlich keine klassischen Aufsteiger sind. Ne? Ja. Muss ja dazu noch sagen, und ich habe die auch auf der 18. Kann ich halt mal sagen, weil ich sehe es halt nicht. Ich sehe da keinen anderen, das ist das Problem. Nee. Aber kann natürlich trotzdem passieren. Ne? Ja, aber vor allem auf der Zugangsseite muss man wirklich sagen, sie haben Ibrahimovic geliehen von Bayern. ja, stimmt. Ja. Dann haben die Ramay geliehen von Dortmund als Torwart. Ja. Stimmt. Und dadurch ist halt auch wieder Müller, ein erfahrener Spieler, Kapitän, wird halt auch wieder irgendwie wahrscheinlich Nummer 2 werden. Er hat es ja irgendwie auch hinterrücks erfahren. Aber ganz Dann ehrlich, am Ende, aber es war der letztes Jahr so ein guter Rückhalt? Finde ich nicht. Also ich finde, da hat man seine Schwächen schon gesehen. Also ich sag mal so, von der Torwarttechnik her ist er Ja. auf jeden Fall nicht der beste Spieler. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber ich finde auf jeden Fall, eine Mannschaft braucht ihre Führungsspieler, wenn sie unten bestehen. Ist ein Führungsspieler, absolut. Aber So. ich meine so rein von der Qualität her. Aber da kann man sich auf jeden Fall streiten, finde ich. Aber ja, da haben sie auf jeden Fall neue Verstärkung geholt. Ja, Aber ansonsten, wenn ich mit dem Kader so durchgehe, ne? Also Mainka auf jeden Fall mit der Beste, würde ich Absolut, sagen. ja. In der Verteidigung immer gesetzt und der wichtigste Part. Mit dem ist ja auch Captain. ja. Und ansonsten Traoré auf der Rechtsverteidigerposition auch noch ganz gut eigentlich. Gut marktet mittlerweile. Niklas Dorsch sehr wichtig. Ja. Aber ansonsten sehe ich da nicht viel. In der Offensive Cienza, okay. Aber ich finde halt so Honsack, ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, aber für die erste Liga. Aber wenn ich jetzt nochmal auf Cienza eingehen darf, also ich finde, wenn du dann mal die gesamte Saison betrachtest, ist er, finde ich, nicht sonderlich herausgeragend. No. Also wenn wir jetzt nur die Relegation nehmen, dann, ganz ehrlich, top Top-Spieler, gespielt, ja, und er hat auch dann am Ende den Unterschied gemacht, Ja. ja, in den kleinen Momenten, sage ich mal, die dann am Ende entscheidend waren. Aber so für die gesamte Saison gesehen, weiß ich jetzt nicht. Ich müsste mir jetzt auch nochmal die Scorer angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob der so viele Spiele gemacht hat. Nee, ich glaube auch, dass er eine War der Hinrunde nicht Verletzte viele auch, Spiele oder? gemacht hat. Das kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß es nicht. Ist es für mich auf jeden Fall kein Spieler, der jetzt den Unterschied unten macht. Und sind wir mal ehrlich, auch so, sag ich mal, von der gesamten Bundesliga-Atmosphäre, die in diesem Stadion herrscht, bin ich jetzt auch nicht so traurig, wenn es passiert. Auch wenn ich den hab Verein. nichts gegen sie. Nee, ich mag den Verein auch irgendwo. Ich meine, auch hier unser Maskottchen. Ja, sieht ja ähnlich aus wie das Maskottchen von stimmt. Heidenheim, ja, der Bär. Ich glaub, Also von daher, irgendwo hat es ja Charme, aber ich finde, für die Bundesliga reicht es nicht aus. Ja, sollen wir direkt mal zum 17. kommen? Gerne, ja. Also ich kann ja mal anfangen. Ich habe tatsächlich den Hamburger SV. Ist mal ein harter Call, aber ich habe mir echt unfassbar schwer getan, jemanden auf die 17 oder 16 zu setzen. Weil ich finde, da sind sehr viele, so rein von den Kadern her gleich, oder nicht gleich, aber so rein von der Qualität her. Ja. Und ich bin nicht so überzeugt von der Transferpolitik vom Hamburger SV. Ich sehe es ein bisschen kritischer als so manche. Und da finde ich, hat der FC, kommen wir später nochmal drauf zu, denke ich mal, Ja. hat er schon einen besseren Job gemacht. Ich habe die auf der 17, ist einfach nur so rein mein Gefühl. Ich sage nicht, dass sie da
nur Scheißeinkäufe gemacht haben, sage ich nicht. Ja. Ich finde, Paulsen ist ein ganz guter Ersatz. Ich glaube halt nicht, dass er so den Impact leisten kann, wie viele erwarten. Ist nur mein Call. Also ich finde, Paulsen ist auf jeden Fall, auch wenn ich mir jetzt Torunariga und ich habe ein paar Testspiele, sage ich mal, im Ausschnitten angesehen, habe ich erst gedacht, ich habe auch gehofft, dass er zum FC kommt, um ehrlich zu sein, weil ich den auch eigentlich immer sehr ordentlich fand, auch schon allein von seinem Körper her. Aber ich finde, er hat da nicht so den Eindruck gemacht, als würde da wirklich irgendwie ins Spiel von Pulsit passen. Okay. Wiederum würde ich aber sagen, Paulsen ist ein guter Ersatz für einen Selke. Aber andererseits, ein Selke war jetzt auch nie jemand, der wirklich viele Tore schießt in der Saison. Ja, aus der zweiten. Ja, also ich rede jetzt von der Bundesliga. In der zweiten Liga ist es was anderes. Da ist er auf jeden Fall nochmal eine... Qualitätsspieler. Ja, klar, absolut. Also er war auch am Ende irgendwo der Unterschied, der vorne halt die Dinge halt einfach auch gemacht hat. Aber man muss halt dazu, finde ich, auch sagen, bei Hamburg, es ist... Also der Kader hat keine Breite für Bundesliga. Ja, so kann man es Aber da muss man natürlich dann auch fairerweise sagen, der Etat die letzten Jahre ist natürlich absolut gesunken. Ja? Wenn du so lange 7 Jahre in der zweiten Liga spielst, dann hast du am Ende, auch wenn natürlich Bayersdorf im Hintergrund ist, ja, hast du trotzdem nicht den Etat, den Vereine wie, sag ich mal, also sowieso nicht wie Mainz oder sonst irgendwas, ja, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark etabliert haben. Kommst du schwer dran, klar. Genau. Aber ich finde halt trotzdem, in der zweiten Liga hatten die fast immer den besten Kader. Ja, absolut. So, ne? Ja, das absolut. Man schafft das mal eine Mannschaft, das so hoch zu halten, diese Kaderqualität. Aber dann musst du den nächsten und erst nach 7 Jahren hochzukommen. Das ist aber auch dann schon musst du den nächsten Schritt gehen. Aber für mich trotzdem Pauli. Pauli, okay. Ja. Ich war auch zwischen den beiden irgendwo. Ich weiß nicht, ich glaube, wird die Wahrheit am Ende liegen. Ja, es wird irgendwo da unten auf jeden Fall wird die Wahrheit liegen. Aber ich habe Pauli, weil ich glaube, dass Hamburg dennoch einen besseren Kader, dennoch mehr Qualität hat. Kann man sagen. Das, was ich aber bei Pauli sehe und warum ich auch sie fast 16 oder auch vielleicht sogar 15 gesehen habe, ist halt, da steht eine Einheit auf dem Platz, da steht ein System auf dem Platz. Finde ich auch. Und ich finde, letzte Saison herausragend gespielt mit dem, was sie haben. Verteidigt. Absolut. Aber die zweite Saison ist meines Erachtens immer noch irgendwo, fast schon teilweise, Saison, das sieht man auch beim FC, immer irgendwie die Schwere der Saison, in vielerlei Hinsicht, wo man sich dann manchmal fragt, warum eigentlich, weil wir müssen ja jetzt schon einen Schritt weiter sein. Absolut, ja. Und deshalb glaube ich, wird es bei Pauli auch, bei den Zugängen, Abgängen, würde ich fast schon eher sagen, war nicht eher viel, ja, aber ich würde sagen, da hat sich nicht viel getan im Sinne von, wir haben uns jetzt wirklich gesteigert, sondern ganz im Gegenteil. Saab verloren, dann haben die Treu verloren, Gilavogi verloren, er ist gekauft, klar, die haben dann noch ein bisschen Geld gemacht und dann Fujita geholt, Oppi geholt, finde ich ein cooler Transfer, aber der muss natürlich auch erstmal dritte Liga gespielt, klar, überragend auch im DFB-Pokal gespielt, aber der muss natürlich auch erst. Auf den kommen wir noch zu sprechen, also von meiner Seite aus, aber ich würde sagen, ich kann meine 16 mal nennen, weil das ist auch Pauli. Ja, okay. Ich finde nicht, dass die weit auseinander liegen, so rein von den Kadern her. Ich finde aber auch Pauli, da finde ich, ich weiß jetzt ja nicht, wie der HSV da mit dem System in der ersten Liga klarkommt, aber ich finde, die haben letzte Saison gezeigt, dass sie es können. Und warum nicht jetzt in der neuen Saison? Ja. Ich finde, da ist ein System hinter und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie es irgendwie auf die 16 schaffen. Oder halt auch direkt in Klassenhalt. Habe ich mir sehr schwer getan, wie gesagt. Aber habe ich auf der 16. Und also wie schon gesagt, also das war ja für mich dann irgendwo auch die Qual der Wahl da unten. Aber wir kommen ja gleich noch zu Platz 15, weil diese 3 Mannschaften sind für mich, aber ich will nichts vorwegnehmen, liegen sehr nah beieinander diese Saison. Ja, ich habe auch noch einen da. Und für mich ist es natürlich jetzt der Hamburger Sportverein. Der geht in die Relegation bei mir. Okay. Also ich gebe dir bei vielen Punkten gebe ich dir recht und ich stimme dir auch zu, da wurde nicht viel getan, aber ich sehe sie dann halt diesen Ticken, wie auch schon eben gesagt, einfach doch noch mal ein bisschen stärker. Ich glaube auch, das Stadion kannst du in Hamburg gut mitnehmen. Du hast das natürlich auch in Pauli so ein bisschen, aber da hast du auch wieder eher diese Small Club Atmosphäre, im Sinne von, die dich natürlich auch treibt. Das ist auch ein Vorteil. Also HSV hat ja mehr Druck. Das ist Hamburg hat natürlich direkt wieder diesen Druck, wir müssen uns etablieren und in den nächsten 5 Jahren Europa oder keine Ahnung wieder dahin, wo der Verein hingehört. Der gehört natürlich schon weiter oben als da, wo ich ihn jetzt auch hingesetzt habe, wenn wir mal, sag ich mal, auf die nächsten Jahre auch schauen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube, es wird zu einer Relegation kommen. Ja, wie gesagt, ich habe mir da auch sehr schwer getan.
Aber ist nur einfach mein Bauchgefühl. Viel mehr kann ich ja eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, natürlich. Also das ist ja auch nur ein Platzunterschied. Ich glaube auch, das wird ein Ding, das wird bis zum letzten Spieltag. Und das hoffe ich auch, damit es auch spannend bleibt, bis zum letzten Spieltag da unten wirklich knallen. Ich glaube, der 18. wird dann schon relativ schnell feststehen. Ja, absolut. Oder 2 Spieltage vorher. Ja, das glaube ich ja nicht auch. Ich glaube, letzter Spieltag, dann wird es entscheidend. Ja, das glaube ich auch. So Leute, jetzt kommen wir zu den Mittelfeldplätzen, beziehungsweise noch zum Abstiegskampf, um ganz ehrlich absolut. Zu sein. Ja. 15, 14, 13, das sind die Plätze, die natürlich auch in der Hoffnung, dass es ein spannender Abstiegskampf ist. Ich glaube schon. Davon lebt die Bundesliga ja auch sehr oft, wenn wir mal ehrlich sind. Natürlich dann auch nochmal wirklich Spannung reinbringen. Und da, um einfach mal damit zu starten, weil ich glaube, das wird viele vielleicht auch ein bisschen triggern, aber es ist irgendwo auch, finde ich, ein bisschen absehbar. Ich bin gespannt. Für mich, und ich meine, hier hängt ja auch schon das Legendentrikot von Pizarro, es ist Werder Bremen. Okay. Also ich finde mit Horst Steffen sehr gute Trainerverpflichtung gemacht, aber von Grund auf ist da bis jetzt, rein kadertechnisch, ein reines Downgrade. Ja. Also wirklich, hinten und vorne. Ich weiß es nicht, da wurden 10 Millionen ausgegeben für Mbangula. Mbangula, genau, den Namen kriege ich nie hin. 19 Jahre, aber der wird die Leute da auch nicht, der wird diesen Verein auch nicht irgendwie, sage ich mal, auf ein neues Niveau heben von ganz alleine. Wenn er überhaupt einschlägt, das ist dann auch wieder die nächste Frage, weil bis jetzt hat er ja, um ehrlich zu sein, auch noch nicht sonderlich viel gescored. Ich tue mir halt da sehr schwer, weil du verlierst halt so einen Führungsspieler wie Duxch und das ist ein herber Verlust. Also das wird sehr problematisch sein, das zu kompensieren in der kommenden Saison. Dann holst du einen jungen Spieler, wo du nicht weißt, was du eigentlich bekommst, oder weißt du das? Also von Juve, der das Land nicht kennt, und anstatt wirklich mal Führungsspieler noch zu holen. Also ich finde es da ein bisschen sehr problematisch, muss ich echt sagen. Für mich auch, absolut. Und unverständlich von Clemens Fritz. Und Friedl hat es ja auch sehr hier kritisiert im Interview nach dem Pokal aus. Genau, ja. Und das war schon da merkt man, da vom eigenen irgendwie ein bisschen. Ja. Also ich meine, man war ja auch die ganze Zeit irgendwie an Aslani dran und so. Ja. Vielleicht hätte ich sie jetzt sogar, weil ich Aslani wirklich nach der letzten Saison sehr schätzen gelernt habe. Ja. Also wirklich absolute Top-Saison gespielt. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, wenn der da hinwechselt, Duxch war ja dann auch die ganze Zeit Gerücht, hatte nur noch ein Jahr Vertrag, entweder verkaufst du ihn jetzt oder du verlängerst, aber gut, er ist halt jetzt auch schon, ich glaube, 32 und am Ende des Tages ist der Verkauf wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich besser. Absolut. Aber die Tore zu ersetzen, die Scorer zu ersetzen vor allem, weil so viele Tore hat er nicht gemacht, aber die Scorer und dann genau das, was wir auch bei Müller eben hatten, was ich zum Beispiel gut fand, was Müller bei Heidenheim gemacht hat, ist halt dieser Führungsspieler. Identifikationsfigur. Auch das. Ne? Auch das. Ja, absolut. Ganz klar. Wir können direkt zum... Aber was hast du überhaupt bei 15? Achso, ich habe es noch gar nicht genannt. Okay. FC Augsburg. Oh. Ich glaube halt nicht, dass sie absteigen werden. Also das sagen ja immer viele, jedes Jahr höre ich das. Ich habe immer gesagt, nee, niemals. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es die Saison ein bisschen enger wird. Ich sage nicht, es kann natürlich gut sein, dass sie da komplett reingeraten. Ist halt die Frage. Ne? Ich glaube halt schon, dass sie da schon im Relegationsplatz so ein bisschen kämpfen müssen. Ist aber dann irgendwie schaffen, dann auf den 15. zu springen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Ist so meine Einschätzung, weil Bremen habe ich jetzt auch nicht so weit weg. Es wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ist so meine Einschätzung, was Augsburg angeht. Genau, ich kann ja direkt meinen 14. sagen. Ja, aber ich würde gerne darauf noch mal kurz eingehen, also wirklich nur ganz kurz, weil am Ende muss ich sagen, Sandro Wagner kann von ihm halten, was man will, aber ich finde, das, was er als Co-Trainer beim DFB gemacht hat, bei Unterhaching kann ich jetzt schwer bewerten, aber da muss ich wirklich sagen, das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Ich auch. Und ich traue es ihm zu, dass er sich in der Bundesliga etabliert. Das weiß er nicht. Auf Dauer, nee, aber ich traue es ihm zu. Ne? Ja. Und so von der Transferseite her, ich meine, sich jetzt mit jedem einzelnen Spieler da auseinanderzusetzen, man hat auch viele wieder von wirklich, keine Ahnung, zum Beispiel Maxima von Monaco,
22 Millionen Marktwert, 5 Millionen Ablöse. Ja. Das hört sich erstmal nach einem guten Transfer an. Aber ich muss sagen, im Augsburg-Thema bin ich auch nicht so drin. Aber Das war schwer bei Augsburg. Grundsätzlich Augsburg ist für mich unabsteigbar. Ja, ist irgendwie so. Das meine ich das ja. zieht sich ja wirklich, das meine ich halt. wirklich schon seit x Jahren. In Liga seit 15 Jahren. Ja, es ist unfassbar. Und Kaderwert ja trotzdem Ja. 120 Millionen. Ist ja nicht schlecht, ne? Also ist ja wirklich okay. Unfassbar. Aber die haben nie diesen Bombenkader, Ja. auch nie diesen Kader, wo ich sagen würde, ja, die steigen ab. Ne, das ist ja auch nicht so. Aber jetzt kannst du gerne 14 weitermachen. Ja, weil du hast ja eben schon genannt, SV Werder Bremen. Ja, okay. Ja. Und es tut mir irgendwie leid, weil ich bin eigentlich ein Sympathisant von denen. Ich mag den Verein schon. Werder Ich habe ist nichts auch dagegen. Kindheit, ne? Genau, Also, ja, ich Tradition meine, pur. Ja. Haben ja auch einige Legenden gespielt, wie Pizarro. Aber ich glaube halt auch, die Transferpolitik, die gefällt mir überhaupt nicht. Und ich weiß echt nicht, ob in dem halben Monat jetzt noch viel passiert. Das sehe ich da schon sehr kritisch. Und ich glaube, da wird noch irgendeine Bombe platzen. Ja. Sehr früh sogar. Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube, die werden sehr viele Probleme bekommen. Und ich sehe sie auf der 14. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen. Okay, ja. Also habe ich ja genauso gesagt am Ende. Ja. Und bei mir ist es natürlich, dann sind es nordische Duelle unten, ne? Absolut. Bremen, Hamburg, Pauli. Und bei dir auch irgendwo, nur dass dazwischen halt noch eine Augsburg hängt, was halt nicht absteigt. Aber Ja, am Ende des Tages. Und die kümmert sich keiner, aber dann. Ich glaube, das das wird halt auch, also ich freue mich darauf, wenn es halt wirklich so ist, auch wenn ich eigentlich sogar keinem Verein wünsche, dass die da unten absteigen. Das sind coole Weil Vereine. ich feiere die alle wirklich, aber ich hab Bock, dass sich das bis zum letzten Spieltag zieht oder wirklich knallt. Ja. Ja, da haben wir gute Derbys. Jetzt kommt vielleicht eine kleine Überraschung, aber ich habe Mainz 05 auf der 14. Boah, ist das tief, Bo ey. Svensson, Top-Trainer. Der Kader sehr gut. Ne, ob es Nebel ist, Ja. auch Amiri natürlich Amiri. Also Ja. ne, einer der besten Transfers, ja. die letzten Saisons getan haben. Ja. Der beste Aber Spieler gewesen. ich glaube, dass die Doppelbelastung, ja, und zusätzlich der Burkhardt-Abgang, Dreifachbelastung. ja, genau, und ja, Dreifachbelastung. Ja, am Ende des Tages ist es eine Ja. Dreifachbelastung, hast du absolut recht. Ich glaube, die wird am Ende Meter kosten. Ja. Und diese Meter sind einfach in der Bundesliga entscheidend für ein Mainz 05. Und ich glaube, dass diese Saison schwierig wird, dass man vielleicht mal im Abstiegskampf ist, aber sich dann auf der 14 rauszieht. Ich meine, dazwischen 14, 13, 12, ich meine, die kann man auch alle nochmal tauschen bei mir, weil ich mir denke, da liegt einfach jetzt nicht so viel. Ja? Ja, Aber ich glaube einfach, dass dieser Verlust eine Saison braucht. Ich könnte mir aber wiederum vorstellen, dass trotzdem da immer noch eine wirklich stetige Entwicklung weitergeht. Ja. Und dass sie trotzdem spielerisch und alles. Aber ich sehe es da schon, also ich sehe es eigentlich komplett anders. Sag ich die ganze ja, Zeit. absolut, ganz gerne tun. Nee, also nicht komplett. Die werden aber schon höher platziert werden. Also ich finde, das ist schon ein bisschen sehr niedrig. Ich war am Aber Überlegen, kommen wir also später darauf zu. Ja, ich Aber versteh's. ich weiß, was du meinst. Dreifachbelastung für einen Club, der es nicht kennt. Das ist allein schon. Genau, und das schon mal kenne ich eine als Ursache. FC-Fan auch allzu gut. Ja gut, die sind es ja auch nicht so gewöhnt, ne? Ja, das meine ich ja. Also Ja. das lief nie gut. Und deshalb, ja, es sieht es bei mir so aus, auch wenn man natürlich sagen muss, ne, Hollerbach geholt. Burkhardt Ist das ein kannst du nicht Ersatz? ersetzen. Burkhardt kannst du den Nee, wie kannst du natürlich ersetzen? Wie willst du Burkhardt ersetzen? Ja, kannst du schon. Vielleicht nicht Ja, als Mainz 05, aber. Aber guck mal, ein Wie meinst du das Burkhardt, denn? Burkhardt, du kriegst 20 Millionen für den. Ja. Ja, Ist aber doch wie gutes willst Geld. du für 20 Millionen jemanden holen wie Burkhardt? Der als 23-, 24-Jähriger als Kapitän auf den Platz geht, der so regelmäßig scoret, der so wichtig für die Offensive ist, das meine ich. Das meinst du, ja. Er ist unersetzbar für diesen Ja, Verein. ja. Ja, wenn du jetzt 50 Millionen in der Hand hast, selbst dann wird es schwer für Mainz einen Spieler zu finden, der so elementar für die Mannschaft ist. Ja. Und ich weiß nicht, da könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu in die Ja, Kommentare würde ich auch mal gerne schreiben, wissen, ja. weil das würde mich auch mal interessieren, aber ich bin wirklich ein riesiger Burkhardt-Fan. Ich würde auch mal gerne interessieren, ne? Wie es jetzt bei Frankfurt dann läuft. Ja, absolut. Aber ich bin Ist noch mal was absoluter anderes, Burkhardt-Fan. Also in ihm habe ich auf jeden Fall noch Aktien, auch Nationalmannschaft und Co. Also Absolut, ich glaube, der Mann hat auf jeden Fall ein riesiges Potenzial, war ja wirklich lange raus für eine Verletzung. Ja. Ich glaube, da machen wir jetzt auch schon weiter. Was hast du denn jetzt, die 14 oder 13? Die 14 hatte ich. Okay, dann springe ich zu der 13. Ja, ist ein Club, den man jetzt auch nicht so besonders spannend findet vom Spielstil her, ist Union Berlin. Ja. Mit Steffen Baumgart. Ja. Haben sie ja auch schon die letzte Saison bestritten. Und ja, da habe ich mir auch ein bisschen schwer getan.
Aber ich sehe sie halt nicht komplett im Abstiegskampf drin. Ich glaube, sie werden eine solide Saison spielen, werden am Ende wahrscheinlich ein bisschen, ja nicht einkrachen, aber sich ein bisschen legen auf der 13. Ja, also es wäre halt eine klassische Platzierung am Ende für klassisch, Union Berlin. Also außer natürlich die Überperformung Ja. der letzten Jahre, wenn wir über die Euroleague und die Champions League Ja, da reden. absolut, klar. Ne, aber da sah der Kader erstens noch ein bisschen anders aus und zweitens war das ein Urs Fischer 1-0, 2-1. Ja. Bei Baumgart ist es halt eher, ja, ich meine, wir kennen den Baumgart-Spielstil. Genau. Es ist am Ende ein sehr offener Spielstil. Ja, das hat man zum Beispiel, also Top-Beispiel dafür ist natürlich das 4:4 gegen Stuttgart. Solche Spiele, und das war auch das, was ich bei Baumgart immer mochte, weil es halt irgendwo immer sehr emotional zuging und immer weiter, weiter. Klar. Ja. Und das kann natürlich zur Gefahr werden. Ich habe Union nicht da. Ich habe Weiter oben, oder was? ja, ich habe die ein bisschen weiter oben. Aber wen ich da habe, ist Gladbach. Und ich glaube, dass Gladbach ein immenses Problem an vielen Stellen hat. Also sie haben auch keine gute Vorbereitung gespielt, das muss man dazu sagen. Ich finde auch irgendwie auf der Zugangsseite ist das jetzt nicht so, wo ich sage, klar, ne, du hast natürlich dann am Ende Maschino geholt, ja. Aber 8 Millionen, glaube ich. Genau, und du hast natürlich auch gute Spieler, aber du hast auch einen Itakura verloren am Ende des Tages. Ja, das ist so der herbe Verlust. Du hast immer noch einen Verlust. Ceoane, wo ich mich immer frage, also ich finde, vom Trainer ist er ja ganz gut, aber irgendwie erstmal, weiß ich nicht, ich meine, auch als Kölner ist es natürlich dann nochmal schwerer, ne? Leverkusen, Gladbach war ja, aber so grundsätzlich muss ich wirklich sagen, ich spüre da überhaupt nichts. Nee, also ganz ehrlich, da fand ich ein Favre zum Beispiel damals, der fand ich cool, auch als Köln-Fan. Nein, kann man natürlich nicht vergleichen, aber es ist so, wo ich mir denke, da passiert einfach so wenig. Der ist verbrannte Erde. Ich meine, klar, du hast auch noch einen Kastrop geholt, ja, auch sehr guter Das ist ein guter Transfer. Auch gutes Talent, ne? Am Ende des Tages, ne? Von Nürnberg sehr gut entwickelt. Du hast einen Player als Führungsspieler abgegeben und die Konstanz fehlt ja bei Gladbach. Ja, aber ganz ehrlich, und unter ich dem... glaube, ne, da werden die sich irgendwo einpendeln. Ja, aber für mich jetzt auf der 13. Ich verstehe den Call absolut, weil ich finde halt unter Gerard Ceoane ist da jetzt auch nicht mehr so viel zu holen. Also ich verstehe es auch nicht. Ich finde, der passt da auch nicht wirklich gut hin. Absolut nicht, und für mich ist er schon längst verbrannt. Und ja, muss man wirklich sagen, der ist doch eigentlich schon längst absolut, weg. So kann man es auch sagen, ja. Eigentlich schon längst weg, aber ist trotzdem noch da. Das ist doch eine perfekte Beschreibung dafür. Er ist längst verbrannt. Ja, und trotzdem sitzt er dabei seit über 2 Jahren jetzt. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, ich glaube, vor der Saison hat er mit dem Saisonstart gestartet und ich sehe da nichts. Aber ich glaube halt, dass er relativ früh gehen muss. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, oder nicht? Weil wenn er jetzt... Ja, das ist eine kleine Anspielung auf die Sachen, die wir gleich noch ranken. Ja, klar, ein kleiner Anstoß. Das heißt ranken, prognostizieren. Ja. Aber kommen wir später nochmal drauf. Genau, ob es dann die erste Trainerentlassung ist. Ja, das wird ihr sehen. Ja, werdet ihr genau. Sehen. Ja, ich sehe dir jetzt auch nicht so unfassbar hoch. Kann ich eigentlich jetzt direkt schon nennen, ist nämlich auf der 12. Okay, hast du 13 gemacht? Ja, ich habe Union. Achso, da hattest du Union und vorher, jetzt, okay. Vorher, ja. Ja, können wir eigentlich direkt drauf zu. Ich sehe da jetzt auch nicht so viel, auch beim Kader. Ja. Hat sich ja wirklich wieder nicht viel getan eigentlich. Absolut nicht. Paar Abgänge, paar Zugänge mit Maschino. Ich finde aber 8 Millionen für einen Spieler, ja, man muss sagen, 10 Tore gemacht bei Kiel. Das ist schon mal für einen Absteiger echt top. Absolut. Also aber ja, ist er jetzt erstmal auch verletzt, glaube ich. Und dann mal schauen, ob der so perfekt da so reinpasst. Das ist nochmal was ganz anderes für ihn, ne? Und das Problem ist auch noch, also für so einen Kleindienst, und das ist glaube ich auch so ein bisschen, ja, das Problem, was zum Beispiel Bremen, auch wenn sie es vielleicht danken angenommen haben, von Dortmund hatten, wenn ein Angebot reinkommt, was zweistelliger Millionenbetrag ist für jemanden, der halt auch schon Ende 20 ist, ich glaube, dass Gladbach dann drüber nachdenken muss. Sie hatten ja noch Tabakovic geholt, genau. Kann man ja auch noch ausgeliehen. Gut, aber die letzte Saison bei Hoffenheim, ich meine. Ne? Und der ist ja verletzungsanfällig. Ja, ne? Also ich finde die vom Spielertyp mehr cool. Ich finde ihn auch gut, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was Gladbach jetzt wirklich gebraucht hat. Ja, aber ist es Maschino auch? Also ganz Doch, ehrlich. Maschino finde ich kann jede Mannschaft gebrauchen, die da so in dem Segment unten mit drin steht, weil er halt auch in die 1:1 geht, ja. Das ist ganz wichtig, ja, und weil er natürlich auch irgendwo vielseitig ist, ja. Also du kannst ihn am Ende auf beiden Außenbahnen aufstellen, du kannst auch einen Sturm auf den Sturm stellen und ich glaube, das ist wichtig und das ist ein guter Transfer.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, Gladbach wird halt die Spiele wieder verlieren, die sie eigentlich nicht verlieren sollen. Ja. Und das ist das Problem. Die werden wahrscheinlich eher wieder oben punkten. Jetzt zum Beispiel Saisonbeginn gegen Bayern werden es wahrscheinlich wieder... Nee, die spielen ja nicht. Leipzig spielt doch. Ach ja, stimmt, Leipzig spielt. Ja, ist ja mittlerweile Tradition. Genau, stimmt. Nee, aber am Ende des Tages, es ist... Ja, und Neuhaus ist noch dabei, oder wie? Ja, Neuhaus, ja. Die 4 Millionen, die sind immer noch da, obwohl man ja auch die ganze Zeit bei Transfermarkt sagen muss, Düsseldorf ist scheinbar immer noch irgendwo dran. Okay. Aber ich glaube, das hat jetzt auch keine so hohe Wahrscheinlichkeit, weil 4 Millionen kriegt er da nicht. Nee, deswegen. Ja. Ja, aber da gehen wir direkt, glaube ich, auch zur 11. Okay. Soll ich anfangen? Ja. Ich habe meine 12, muss ich noch sagen. Ach, die 12, ja, stimmt. Das ist Augsburg bei mir. Aber ich glaube, dazu hatte ich eben schon Sie ist ein bisschen höher als absolut genug gesagt. Ja. Ne? Es ist am Ende des Tages wirklich nichts, wo ich mir jetzt Sorgen drum mache, dass sie absteigen, auch wenn man das nicht Sorgen nennen kann. Aber ist ja egal, was ich meine, es ist am Ende des Tages ja so, wie der Verein es ist eben auch wirklich, beschrieben aber auch am schwersten, finde genau. ich. Und ich glaube, jetzt können wir zur 11 kommen, da habe ich Union. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Wir hatten ja auch darüber schon gerade geredet. Da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist eigentlich relativ obvious, glaube ich, dass sie irgendwo da einlaufen. Ja, ob jetzt 13, 12, 11, meinetwegen auch 10. Ja, aber was hast du da? Darf ich gar nicht sagen, wen ich habe. Ich habe Köln, weil du hast sie wahrscheinlich auch auf dem Ja, Europaplatz. Ja, nee. Hör mir auf. Also ich sehe es ein bisschen objektiver, glaube ich. Ja. Und es ist ja trotzdem eine gute Saison, wenn du als Aufsteiger auf der 11 landest. Würde ich unterschreiben. Wenn du es mir jetzt vorlegst, würde ich es unterschreiben. Ja. Haben natürlich Top-Transfers gemacht. Ja. Ne? Ich bin sehr überzeugt von Ache, wie auch immer, Ragnar Ache. Und ich sehe ihn halt schon seit 2 Jahren eher auf diesem Bundesliga-Niveau. Und ja, er hat schon mal Fehlschüsse, wo man sich denkt, ja, was ist das? Ja. Aber der hat halt viele Spiele entschieden und das ist ja darum, worum es geht. Ne? Also Lautern wäre ja letzte Saison nicht so lange im Aufstiegskampf gewesen ohne ihn. Ne? Absolut, was dazu sagen. Also, sehe ich da auch ganz stark. Köln hat da sehr viele Transfers gemacht, auch in der Breite, Kaminski, Bülter. Über 30 Millionen ausgegeben. Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel ausgegeben haben. Das ist schon Wahnsinn für den Aussteiger. Als verkauft worden ist, haben wir schon für Cordoba, glaube ich, irgendwie, waren es 15, 16, 17 Millionen. Irgendwie so in die Richtung. Und dann hatten wir noch Jannis Horn geholt für 7 oder so. Da waren wir irgendwo in dem Bereich, ne? Also 20 Millionen plus. Aber jetzt 30 Millionen natürlich auch dadurch, dass Keller wirklich viel eingespart hat. Der muss ja auch. Ja, musste er auch. Klar, wir kommen auch in Transfers tätigen teilweise. Das war auch das Problem. Aber der Kurs war ja ganz klar. Wir sparen, wir holen wirklich das, was wir für wenig Geld kriegen. Jetzt wird zum Am Ende ist es natürlich dann auch irgendwo Keller zum Verhängnis geworden, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin auch irgendwo glücklich, dass es dann auch, sage ich mal, dann doch noch zu Ende gegangen ist, auch vor der Saison. Und mit Kessler haben wir halt jemanden, der jetzt wirklich, ne, Anfang der Saison hieß es 15 Millionen Transferbudget, jetzt haben wir 30 ausgegeben, ungefähr 15 eingenommen, das passt. Wenn wir jetzt noch 1, 2 Spieler abgeben, schon allein gehaltlich, dann könnte man vielleicht noch den einen oder anderen holen. Aber da sind wir sehr gut aufgestellt, man muss sagen. Absolut. Ne? Ja. Also da muss ich dann wiederum Keller auch, zoll ich ihm etwas Positives, weil ich finde, das hat uns jetzt wirklich auch jetzt nach vorne gebracht. Muss man wirklich sagen, jetzt wird es zum Vorteil. Und ich finde auch Kwasniok, die Trainerverpflichtung passt perfekt zum FC. Also was soll ich dazu sagen? Ja, es passt einfach. Absolut. Aber ich finde halt, da ist halt so viel im Mittelfeld an Mannschaften, die halt entweder gleich gut sind oder halt schon noch ein bisschen besser. Absolut. Ja. Aber klar, Köln kann natürlich auch zu Hause da man darf natürlich Dinge nicht überbewerten, wie zu Hause gegen Bergamo jetzt das Testspiel. Das darf man nicht überbewerten, weil Bergamo war eine Katastrophe. Also die waren nicht anwesend. Nee, die haben keine einzigen Zweikampf richtig geführt. Aber man hat gesehen, dass man einen Breite im Kader hat, dass man die geschaffen hat. Absolut. Ja. Und deswegen, also ich habe da schon auch gute Spiele, sehr gutes Gefühl. Also deswegen auch bei mir noch ein bisschen weiter oben. Ja, okay. Hauptsache kein Champions League sonst. Also ich mache jetzt einfach mal mit der 10 weiter. 11 hat sie, ne? Ja, 11 hat die Union schon gesagt und jetzt kommt die TSG aus Hoffenheim. Oh, sticht. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Also es ist echt? Ja, sticht, okay, krass. Aber es ist irgendwo auch... Es war aber auch tatsächlich schwer. Also mit den 8, 9 Stürmern, die haben, irgendeiner wird schon treffen, um es mal ganz plakativ zu sagen. Man kann ja auch trotzdem sagen, da werden noch welche gehen. Ja, absolut. Muss. Absolut. Also klar, denen ist dann halt wahrscheinlich gehaltstechnisch egal, ob da wie viele Spieler da sind, keine Ahnung. Ja, ich verstehe das auch nicht ganz. Ist auch, aber die haben anscheinend nicht diesen Druck, den man es kennt. Ja. Immer noch. Ist auch so, ja. Klar. Und, also da müssen wir nicht drüber reden. Die haben ja auch nochmal Geld gekriegt. Haben sich auf der Zugangsseite natürlich, also wirklich sehr viele Spieler
verpflichtet. Ja, links Bernardo auf der Außenverteidigerposition. Natürlich auch so ein Lemperle, ne? Du hast Aslani zurückgekriegt. Das ist top. Ne? Das sind natürlich alles Sachen, wo man sagen kann, okay, eigentlich ist der Kader besser als letzte Saison und dann wird es auch wahrscheinlich mal irgendwas dazwischen, zwischen dem, wo sie eigentlich irgendwo immer sind, zwischen 7 und 15, da stehen sie irgendwie und ich glaube, jetzt wird es einfach mal eine 10. Ich glaube auch, das ist ein gutes Mittelfeld, ich glaube, die werden keine Europa schaffen. Wünschen ich mir was anderes, aber es ist dann am Ende des Tages halt eigentlich auch eine Sache, auch unabsteigbar. Was sollen wir dazu sagen? Leider. Genau, ja. Können wir ja so sagen. Aber da können wir, glaube ich, auch direkt weitermachen. Ja, mich interessiert das halt. Der FC bei mir. Ja, also okay. aus den eben genannten Gründen könnte ich mir vorstellen, natürlich ein bisschen Fanbrille ist auf, klar, also müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube wirklich, dass da was Gutes entstehen könnte. Ja, 9 geht ja noch. Ruhige Saison im Sinne von, wir haben genug Abstand nach unten und genug Abstand nach oben, damit da nach oben jetzt nicht zu viel Euphorie ist. Klar, 9, ne, wenn man sich das jetzt anguckt, dann wird immer Euphorie nach oben sein. Aber Absolut. Jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt setzen wir uns ein neues Saisonziel, jetzt wollen wir nach Europa. Nein, Mittelfeldplatz, einlaufen, wirklich die Spieler entwickeln, auch einen Elmaler entwickeln, aber auch andere Jugendspieler, sofern sie denn bleiben, wie zum Beispiel Pauli, das ist ja auch eine Laie im Gespräch. Könnten zum Beispiel so ein Scheiger, könnte der vielleicht auch ausgeliehen werden. Oder auch ein Telle. Aber ich wünsche mir natürlich, dass die jungen Spieler vor allem dann natürlich auch ihre Möglichkeiten kriegen. Ja, und das halt funktioniert eher in einer ruhigen Sicht. Ja. Du hast natürlich, wie schon gesagt, Downs verloren, du hast Finklever verloren. Finklever war jetzt, sag ich mal, hinter Paccarada eher. Du hast aber in der Breite wirklich eine sehr stabile Mannschaft. Absolut. Die Frage ist, was passiert jetzt noch auf dem Transfermarkt. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, Platz 9, aber ich habe ja eben schon, glaube ich, genug dazu gesagt. Aber ich hatte jetzt hier höher gerankt, deswegen. Nein, 9 also ich wollte schon irgendwo realistisch bleiben. Okay, das ist gut. Ich natürlich teilweise, je nach Tagesform, ne, auch gerne man kennt ein bisschen overhype, aber ja. Ich habe da jemanden, den hast du schon genannt, nämlich FSV Mainz 05. Oh, ja, okay. Ja. Ein bisschen höher als du, also schon ein paar höher, Plätze. Ja. Ich denke mal, die werden da einen guten Mittelfeldplatz belegen, aber ich glaube nicht, dass die nochmal nach Europa kommen. Ja. Ich glaube, dafür ist es halt wirklich mit der Dreifachbelastung wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Und ich glaube, dafür reicht der Kader in der Breite dann auch nicht. Also kann sich natürlich noch was tun, aber der hat jetzt auch nicht unfassbar viel getan. Ja. Aber die haben halt die Spieler behalten, ne? Außer halt Burkhardt. Aber ich verstehe es, aber du musst halt auch immer drüber nachdenken. Du hast halt, sofern sie sich jetzt auch qualifizieren, das ist ja auch erstmal die Frage. Ja, absolut. Aber du hast natürlich da mit der Dreifachbelastung, hast du halt auch am Ende des Tages jetzt nicht 6 Spieler in der Gruppenphase, du hast 8 Spieler in der Gruppenphase. Ja, stimmt. Das zieht sich direkt im Januar, geht es dann wieder weiter mit den letzten 2 Spieltagen. Sofern die jetzt nicht irgendwas geändert haben wegen der WM und wollen früher durch sein. Aber dann wird es ja sowieso noch enger. Dann wird es genau, und das enger. Ist, glaube ich, das, was Mainz zum Verhängnis plus Burkhardt-Verlust. Ja, was heißt zum Verhängnis? Weil ich glaube, die werden da unten, sage ich mal, nochmal reinrutschen. Sofern sie, so wie in Frankfurt damals, als sie die Euroleague gewonnen haben, da hatten die aber einen besseren Kader als Mainz jetzt zum Beispiel, ne, werden die einfach ein bisschen weiter unten. Die werden in der Saison müde werden, haben aber dann wahrscheinlich schon am Anfang der Saison genug Punkte geholt. Ja. Und ich glaube, dann ist es, ob es jetzt 14, 13 oder so ist, ne? Das spielt ja auch keine Rolle. Ich glaube, besser höher. Also, ich verstehe es. Dafür ist die qualitätsmäßig schon besser. Ja, aber ich finde 9 dann irgendwie ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Aber ja. Kann man mit leben, Kann man mit leben, ja. Wir haben dann noch den 8. Tabellenplatz. Genau, ja. Wen hast du denn da? Ich habe den VfL Wolfsburg da. Okay. Die Saison wieder, auch wieder irgendwie Richtung Europa. Werden es aber dann nicht schaffen. Das ist so wieder. Ja, ist doch nur deine Hoffnung eigentlich. Ja, es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen meine Hoffnung, weil ich es einfach unendlich langweilig finde, wenn VfL Wolfsburg Europa spielt. Ja, es ist ein leeres Stadion. Die haben, finde ich, echt gut dann am Ende eingekauft. Sehr gut eingekauft. Die haben Amura dann jetzt gekauft, fest. Genau, 15 Millionen. Steht aber jetzt noch im Raum, ob er vielleicht dann doch wieder geht, aber dann wird es auch wieder ein dickes Transfer plus. Ich glaube sehr dicht. Lindström ausgeliehen, genau. 10. gekauft, Aaron 10. Sousa. Genau, im Mittelfeld und Tomasch Abgang für 13 Millionen. Also ich finde, das ist ein guter Transfer für Wolfsburg. Ja, du hast natürlich auch einen zurückgekriegt, wie so ein Jens zum Beispiel, wo man sich sowieso fragt. Ja. Den hätte Wolfsburg auch, glaube ich, gebrauchen können. Absolut, ja. Bornau ist ja auch noch gegangen. Du hast einen Sousa geholt, ne? Bornau ist aus Sheffield noch, genau. Behrens haben sie noch ablösefrei ziehen lassen. Ich denke mal, das ist dann auch kein herber Verlust.
Ja, Und genau. Amura, ne? Das ist ein Top-Spieler. Ja, das will Und ich bin mal wieder ja. sehr gespannt, wenn der jetzt auf jeden Fall da bleibt. Genau, du hast auf jeden Fall viel Geld investiert, ne? Das muss man jetzt auf jeden Fall sagen. Du hast einen Transferminus gerade von minus 15 Millionen. Ja, das ist Wolfsburg ist das, glaube ich, wirklich sehr egal. VW regelt. Aber ja, deshalb, ich glaube, die werden da irgendwo einlaufen, auch wenn es dann mit dem Trainer ein bisschen ruhiger werden sollte. Ich habe die jetzt auch nicht viel höher, sagen wir mal so. Ich habe nämlich auf der 8 jetzt aber auch jemand anderem. Wen denn? VfB Stuttgart. Oh, okay. Ich tue mir wirklich schwer, muss ich echt sagen, unabhängig von dem Spiel gestern, von dem Supercup war gestern. Aber ich habe davor schon die auf der 8 gerankt gehabt. Ich glaube, höher wird es nicht. Weil ich tue mir... Ja, der Kader ist schon besser, absolut, als Platz 8. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass so wie letzte Saison läuft, ne, die von den Punkten her unterperformt, von den Toren her unterperformt. Da müssen wir nicht drüber reden, dann laufen sie da ein. Und ich spiele ja wieder Europa. Genau, ich habe sie halt weiter oben, aber also ich verstehe es, aber da können wir ja gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver drüber reden. Absolut, ja. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu den Plätzen 7 bis 1. Also, das heißt die Europa League Plätze, Champions League Plätze und halt den Meister. Die Meisterschaft, ja. Genau, Meisterschaftsentscheidung. Du lachst schon so, hast du jemand anderes als Bayern? Oder? Das nehme ich wirklich vorweg, habe ich nicht. Aber alles andere ist, glaube ich, bei mir wirklich... Also ich weiß nicht, wie ich zu dieser Tabelle gekommen bin, um ehrlich zu sein. Ich weiß Wenn ich mir jetzt im Nachhinein angucke, beziehungsweise ich habe natürlich meine Argumente dafür, aber der Punkt ist halt einfach, auch da, ich finde die Saison sehr schwer wieder. Ich finde es auch sehr schwer. Aber auch einfach irgendwie, die einen haben eine Doppelbelastung, die anderen nicht. Absolut. Oder eine Dreifachbelastung. Wie zum Beispiel Leipzig hat es halt nicht. Die haben halt das eine ist Doppelbelastung. Mit dem Kader. Genau, es ist absolut ein Vorteil. Obwohl man da mal sagen muss, Ole Werner, ne, weiß ich jetzt der nicht. Der kann auch schnell wieder wechseln, ist ja egal. Genau, aber das kann man natürlich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Aber der Punkt ist, ich glaube, ich fange jetzt einfach mit dem 7. Mach das gerne. Und es ist Bayer Leverkusen. Und ganz, ganz simple Argumentation dafür. Und zwar, du hast natürlich viele Spieler verloren, die extrem viel gegeben haben, die gut gescored haben, wie in Würz. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass Würz unersetzbar ist. Und zusätzlich hast du halt auch noch dann Frimpong verloren, du hast einen Chaka als Führungsspieler verloren, du hast einen Radetzky als jahrelangen Führungsspieler verloren, unabhängig von der Torwartqualität jetzt die letzten Monate, sondern einfach, ich glaube, das macht das ganze Mannschaftsgefüge auch schon allein in der Kabine schwierig. Und dann hast du einen Trainer geholt, den ich halt absolut überhaupt nicht feiere, den ich auch also unabhängig davon, dass ich FC-Fan bin, überhaupt nicht sympathisch finde. Ich fand Xabi Alonso sympathisch, Klar kannst du ihn nicht ewig halten, darüber müssen wir nicht reden, Den kannst du nicht ewig halten, unmöglich. Ja, wenn er Meister wird mit Leverkusen nicht. Genau, unmöglich. Nach dieser Saison, auch der Art und Weise, wie sie Meister geworden sind, aber ein Ten Hag ist für mich wirklich absolut Ich bin auch kein Fan von ihm. Ich verstehe die Lösung nicht. Also du hast wahrscheinlich das nicht gekriegt, ne? Also Fabregas ist zu Como gegangen, da war ja auch die ganze Zeit Gerüchte. Das war verrückt, aber am Ende, ich verstehe die Trainerentscheidung nicht. Es ist für mich, natürlich geht es Richtung Rebuild, ne? Also man will jetzt natürlich eine neue Mannschaft aufbauen. Du hast gute Transfers getätigt. Das hat man gut gemacht, Einen Masa hast du geholt, einen Quanza hast du geholt, noch einige andere. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sonderlich einschlagen wird, vor allem dann mit der Doppelbelastung Champions League, beziehungsweise Dreifachbelastung. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das wird jetzt eine Saison der Ruhe reinbringen in die Mannschaft. Und für die Zukunft. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Trainerwechsel, man weiß es nicht. Aber am Ende, glaube ich, ist es jetzt so 1-2 Saisons, wo sich Leverkusen wieder einpendelt in die Normalität, dann wieder aufbaut, weil zum Beispiel Massa, den schätze ich vom Potenzial her sehr, sehr weit nach oben. Schon ein starker Spieler. Auch Quanza, was er für den U21 gespielt hat, da hat man ihn gesehen, der Innenverteidigung, ein absolutes Tier. Also das ist, glaube ich, also es hat viel Potenzial. Man hat ja noch Tillmann geholt, ne? Genau, Tillmann, genau. Der war ja damals bei Bayern. Ja, also das ist es halt am Ende. Das ist ja ein starker Spieler mittlerweile. Ist ja gereift. Tatsächlich Masa, gehabt. Genau, Masa, Flecken hast du natürlich. Poko für rechts außen hat man geholt, ein junger Spieler, 21 Jahre. Genau. Ja, Kofane, Fayet, Kofane Ersatztorhüter und ich finde halt im Tor, ich sag trotzdem, im Tor haben die da deutliche Verbesserungen. Also mit Marc Flecken hat man wirklich gestanden. Die gestandene Nummer 1, würde ich sagen, neue Nummer 1 und dahinter Blaswig finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, der ist 34, ne? Ja.
Aber für 1, 2 Jahre oder für 2 Jahre kann er da auf jeden Fall ein guter Ersatztorwart sein. Ja. Und ja, ich habe aber jemand anderen auf der 7. Ich habe nämlich auch schon jemanden, den du genannt hast. VfL Wolfsburg. Oh, okay. Ich glaube, sie könnten nach Europa kommen. Die haben sehr gut eingekauft, wie wir eben schon gesagt haben. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal drauf eingehen müssen. Aber ich glaube auch durch Amura, Zehnter, Lindström, die man ausgeliehen hat. Ich finde auch auf der Abgangsseite hat man eine gute Lösung gefunden. Ja. Thomas weg und so. Ja, absolut. Behrens weg. Und ich glaube, da können sie auf jeden Fall gut aufmischen. Und die werden eine gute Saison spielen. Ja, ich würde sie auch gerne lieber im Mittelfeld eher sehen. Ja, aber ich glaube, die werden um Europa kämpfen. Ich habe sie jetzt erstmal nur auf der 7. Ich hatte sie auf der 8, aber sie werden um ist ja sehr Europa knapp. spielen. Ist sehr knapp, ja. Ob sie dann reinkommen, weiß ich jetzt nicht. Werden wir sehen, ja. Ich mache jetzt einfach mal mit der 6 direkt weiter. Das ist gerne. Eintracht Frankfurt. Bei Schlecht. mir. Habe ich auch. Hast du auch, ja? Also auch wahrscheinlich aus den genannten Gründen. Ne? Du hast jetzt Dreifach auch in den letzten belassen. Jahr, aber auch in der Rückrunde hat man schon gesehen, ne? Schon allein Mamouche ist gegangen, aber auch so, man konnte diese Konstanz nicht halten. Ja gut, Ekitike hat man jetzt auch verloren. Genau, Ekitike hat man jetzt natürlich zusätzlich verloren. Man hat so viel Geld eingenommen. Also mit Doan und Burkhardt, das sind zwei absolut... Also wirklich Top-Transfers für die Bundesliga. Top. Ja, also da 40 Millionen in die Hand genommen und die wirklich sehr gut investiert. Also wirklich. Ja, das stimmt natürlich. Genau, und du hast natürlich dann die ganzen U21-Spieler hast du hinten. Da ist die Frage, ob zum Beispiel ein Baum noch wechselt, aber Collins und ein Brown, auch, ich glaube, ob sie jetzt ihre Breakout-Season haben, weiß ich jetzt nicht. Die waren nur letzte Saison schon stark. Also. Ja, aber ich meine so wirklich Breakout, wo man dann an die Nationalmannschaft, wirklich an die erste Mannschaft denkt, für die WM 26, weiß man nicht, kann ich auch nicht wirklich einschätzen. Auf der anderen Seite Tuta auch noch verloren. Weiß ich, wäre ich jetzt als Frankfurt-Fan auch nicht so zufrieden, aber ich glaube, dazu kann man dann auch wirklich ganz viele unterschiedliche Meinungen haben. Aber so grundsätzlich, gut aufgestellt. Ich glaube einfach mit der Champions League und mit den Mannschaften, die da noch oben drin sind, ich glaube aber ein 6. Platz ist dann schon sehr gut, wenn du bedenkst, die spielen dann Champions League, auch wieder 8 Spiele, Ligaphase. Ja. Und mal schauen, ob sie da weiterkommen. Genau, Kommt dann auf die Gegner auch an. Und ich finde, da sind sie aber gut aufgestellt in der Breite. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, 6. Platz, damit kann man sich dann auf jeden Fall dann zufrieden geben. Ich glaube auch wenn man natürlich mittlerweile bei Frankfurt sagen muss. Ja, also wenn man das schon auf X sieht oder sonst irgendwo, der Anspruch hat sich natürlich verändert. Was auch absolut klar ist, was auch gerechtfertigt ist, was ich auch absolut verstehen kann. Ich als Fan genauso. Aber man muss, finde ich, das Ganze auch irgendwie ein bisschen einordnen, dass du, wenn du Champions League spielst, dann wieder in die Champions League zu kommen. Ich glaube, dafür fehlt halt einfach noch ein Step, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt wirklich einen Kern, wir verlieren nicht unsere Top-Spieler, auch wenn man sagen muss, für das Geld kann man es absolut verstehen. Ist die beste Transferpolitik in der Bundesliga. Selbst wenn man es finanziell nicht machen müsste, ist das absolut gerechtfertigt, das zu machen und die zu verkaufen. Ich finde das auf jeden Fall richtig. Soll ich mit der 5. weitermachen? Da habe ich nämlich eigentlich würde man sagen, eine kleine Überraschung, aber letztendlich waren die ja auch letzte Saison schon auf der 5, soweit ich weiß, ne? Der SC Freiburg. Wieder Stich. Die werden halt wieder eine gute Saison spielen. Das glaube ich halt wirklich. Ja. Und wieder eine Champions League kratzen. Ja, es wird jetzt sehr knapp. Auch besser wegstecken als Frankfurt und vor allem auch Mainz habe ich ja sehr weit unten gerankt. Ich kann mir halt vorstellen, die scheiden früh aus und dann werden die da auch, sag ich mal, einen gewissen Vorteil rausziehen. Als andere Mannschaften halt wie der BVB, RB Leipzig oder halt die darunter, wie Frankfurt. Und ich glaube auch, dass sie da auf jeden Fall gut aufgestellt sind. Ne? Ich sehe das genauso. Also Schuster ist ja auch der, sage ich mal, beste Trainer der Saison geworden. Ja, und am Ende das auch vollkommen gerechtfertigt. Das war seine erste Profisaison als Trainer. Und es war wirklich einfach überragend, muss man sagen. Auch natürlich, man muss dazu sagen, es waren dann auch eher so, sage ich mal, teilweise auch Phasen, wo man sich gefragt hat, okay, geht ihnen jetzt die Puste aus? Aber so grundsätzlich auch der Kader, klar, du hast einen Doan verloren, aber ich finde, der Kader ist halt bei Freiburg, und das merkt man sehr stark, halt unabhängig von den Einzelspielern einfach unfassbar gut. Ich glaube, Sedilja hat man noch verloren. Ja, und ich finde auch, die sind absolut, also teilweise sind die auch absolut underrated, so was die Transfermarktwerte angeht, bei vielen Spielern. Und was man auch sagen muss, du hast halt auch noch einen Röhl zum Beispiel, der auch immens viel Potenzial mitbringt. Ja? Auch bei der U21
wirklich sehr stark gespielt, der natürlich ein bisschen mehr scoren muss, aber so grundsätzlich würde ich halt auch sagen, Mansambi, ich glaube, das wird ein Back-to-Back 5. Platz. ja, Mansambi auch ein junger Spieler. Ne? Ja, Der hat mir letzte ja. Saison schon sehr gut gefallen. Ja, Ich finde absolut. sehr auffällig, traut sich was. Weißhaupt hat man ja auch noch, der Ja. ist ja auch nicht mehr so unfassbar jung, aber bringt sich ja auch gut ein, besonders wenn man jetzt Europa League spielt. Ist man gut aufgestellt für die Breite. Und ja, Matanovic hat man ja auch geholt. Ja. Genau, das fand ich vergessen. Genau, und ich glaube, Sedilia hat man abgegeben. Ne? Das ist Ja, so ja. der. Ja, Das ist schon klar. ein herber Verlust. Klar, aber ich glaube, Ich die glaub, Breite, ne? weil die sind ja auch alle relativ nah beieinander bei Freiburg, Ja. würde ich sagen. Ja, außer klar, du hast ein paar Spieler, die müssen immer spielen, ob es ein Günther ist, ne? Oder ein Ginter, das spielt Ja, auch keine klar. Rolle. Aber, oder auch ein Der Kapitän, ne? Bolo ist natürlich auch jemand, wo ich mir jetzt denke, ganz ehrlich, nach der letzten Saison plus der U21 EM, der hat auf jeden Fall Potenzial, da zumindest als dritter Torwart mitzufliegen. Ja? auf jeden Fall. Nach Amerika. Hätte er sich auch verdient. Aber am Ende wird das diese Saison zeigen, weil da muss er natürlich auch wieder Konstanz auf einem hohen Niveau bringen, ja, in der Euroleague, plus dann noch wieder in der Bundesliga, Pokal, weiß ich gar nicht, ob die jetzt einen Pokaltorwart haben, aber so grundsätzlich glaube ich, dass das sehr gut werden wird. Und ich würde sagen, wir machen auch schon mit der Champions League weiter, also mit der sicheren Champions League, weil in der Theorie kann der 5. natürlich auch eine Champions League sein, Absolut, je nach ja. 5-Jahreswertung. Aber da habe ich die Überraschung schlichtweg Stuttgart. Nee. Und Niemals. ich glaube, dass diese Saison wieder, auch wenn sie natürlich auch eine Doppelbelastung haben durch den DFB-Pokalsieg, aber ich glaube, dass die Saison wieder in die Richtung geht von vor jetzt über einem Jahr. Und ich denke, dass ein Woltemar, ein Undaf, klar, du hast ein Mio verloren, aber wenn die wieder anfangen vernünftig zu scoren, und das ist auch irgendwo meine Hoffnung, weil ich Stuttgart auch einfach cool finde, muss ich sagen. Ja. Und am Ende kommt es natürlich auch darauf an, bleibt ein Woltemar oder nicht. Aber wenn er bleibt und zusätzlich vielleicht noch der eine oder andere Spieler geholt wird, wovon ich ausgehe, weil es muss einfach noch was getan werden auf der Zugangsseite, dann gehe ich davon aus, dass die wieder um die Champions League mitspielen. Und vor allem der Spielstil von Hoeneß, also was soll ich sagen? Also ich finde es einfach schön. Sehr Ich finde es stark, schön ja. anzusehen, auch wenn man sagen muss, im Supercup zum Beispiel, ich meine, es war Bayern München gegen die beste Mannschaft der Liga, aber ich glaube, dass gerade die kleineren Mannschaften da überhaupt kein Licht sehen werden. Wenn das wieder so funktioniert. Champions League war was anderes jetzt letzte Saison. Ja, ich gebe dir da absolut recht, spielerisch gesehen ist das echt top und ja. Ne, sehr mutig. Ja. Aber ich finde halt, ich glaube halt nicht, dass sie es hochhalten können, dieses Niveau. Und konnten die ja letztes Jahr auch nicht. Ich weiß nicht, ob das nur die Chancenverwertung war. Klar, anhand der Zahlen schon. Sehr größtenteils. Auch hinten, ne? Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und so weiter. Also das war halt wirklich aufs Ganze gesehen dann einfach die unkonstant eigentlich, genau, ne? Ja, kann man sagen. Die Details haben halt Das einfach war irgendwo jetzt gefehlt. nicht Und deswegen, aber ich glaube wirklich, die gehen da wieder rein und ich glaube, dein Take. Ja, ich habe da Bayern 04 Leverkusen. Ich sehe das ein bisschen anders als du, weil ich finde halt, dass sie wirklich gute Transfers gemacht haben, wie wir eben schon gesagt hatten. Auf Dauer, ja. Ja, gut, die haben auch junge Spieler geholt, klar. Aber ich finde halt, dass sie da trotzdem schon gut aufgestellt sind und 4. Platz wäre da, glaube ich, schon sehr gut möglich. Ich sage mal so, es ist nicht unrealistisch. Das ist nicht unrealistisch. Ja. Aber ich glaube einfach, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt mit einem neuen Trainer und auch mit einem neuen System. Ich glaube, ohne Spaß. Es sei denn, er orientiert sich wirklich sehr an Xabi Alonso. Was man im einen oder anderen Testspiel gesehen hat, dass da noch ein bisschen Xabi Alonso drin ist, was auch gut ist. Aber am Ende glaube ich nicht, wenn er wirklich jetzt seinen Spielstil durchbringt, ja, das haben wir auch beim Menu gesehen, ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert. Ich glaube ohne Spaß, dass es funktionieren wird. Ich bin auch kein Fan von Ten Hag, aber ich bin... Ja. Ich glaube echt, Ten Hag funktioniert bei Leverkusen. Auch vom Spielstil her. Ich kann es mir echt vorstellen. Ich bin schon sehr überrascht, muss ich sagen, wenn das funktionieren würde. Also da bin ich absolut... Ey, ich bin kein Fan von dem. Ich bin aber irgendwie sehr zuversichtlich, was das angeht. Ja, lassen wir mal gespannt sein. Ich sind da ein bisschen anderer Meinung. Und ich habe auf der 3, würde ich sagen, dann springe ich auch schon mal auf die 3, habe ich den BVB. Ja. Ich glaube, die werden sich das schon verdienen. Ja. Auch, ja? Ja, ich habe auch den BVB da, ja. Okay. Die habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube halt wirklich, dass sie unter Kovac gut spielen werden, wie auch schon in der Rückrunde. Ja, hat mir ja auch gut. Also ich finde, die haben das stark gespielt. Ey, absolut. Also mit dem Kader, wo ich mir eigentlich denke, der ist eigentlich sehr ausbaufähig, hat sich nicht viel getan.
Aber Joe Bellingham, ein guter Zugang. Aber ich bin, wie gesagt, sehr überzeugt von Kovac, dass sie das hochhalten können, das Niveau. Und ja, also ich finde halt auf der Zugangsseite, ich glaube wirklich. Ich habe sie auch auf der 3 am Ende des Tages, aber Ja. ich finde einfach, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum nicht, Dortmund so einkauft, wie sie einkaufen in den letzten Jahren. Also was Kehl da macht, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Klar, Bellingham, ganz ehrlich, wenn du den für 30 Millionen kriegen kannst, musst du es wahrscheinlich tun. Ja, schon allein aus dem Grund, der natürlich ein bisschen, genau, aber schon allein auch vom Marktwert her und vielleicht auch vom künftigen Transfer ist es natürlich dann noch was anderes, wenn der Name Bellingham draufsteht. Also wenn du jetzt irgendjemand anders holst, der vielleicht ein ähnlicher Spielertyp ist, er hat natürlich auch Anlagen wie Jude, aber am Ende des Tages muss er auch erstmal dahin kommen, was sein Bruder gemacht hat. Ja gut, das wird schwer. Genau, aber das ist muss ja auch nicht, finde ich. Muss es nicht, aber es muss sich natürlich irgendwann auch wieder lohnen. So, weil du hast jetzt nicht viel getan auf der Zugangsseite. Du hast natürlich am Ende wirklich den Kader, sag ich mal, weitestgehend zusammengehalten, was ja gut ist. Ja gut, bei manchen Stellen würde ich sagen, genau. Can, Brandt... Gut, bei den Stellen, die meine ich nicht. Ne? Ich meine jetzt eher die hättest ja schon längst verkauft werden müssen. Genau, sowas meine ich nicht. Die waren ja auch schon hinten raus eigentlich, also für mich zumindest. Ja, also ich kann mich auch noch an diesen einen Brandfreistoß erinnern, der hinten ins Nichts ging. Nein, aber Brandt zum Beispiel von den Scorern her eigentlich immer sehr gut in den Saisons, muss man wirklich sagen. Ja, kann man ja bei Sané auch sagen. Das ist ja immer genau, das könnte man auch sagen, aber so rein von gesehen. Dem, genau, ist es am Man Ende erwartet nicht. ja viel mehr aber von den Spielern. Du hast, sag ich mal, die Spieler, die wichtig fürs Team sind, wie ein Schlotterbeck, auch ein Kobel oder eben auch vorne Girassi und Co., auch ein Bayer, glaube ich, dass wenn er jetzt auf seiner richtigen Position Adeyemi aber auch. Genau, Adeyemi, das sind einfach alles Spieler, wo ich sage, das ist gut, dass sie gehalten wurden. Jetzt hast du wieder das nächste Gerücht mit Sancho und wieder Sancho und wieder Sancho. Einfallslos. Es ist absolut einfallslos. Ich kann es auch nicht verstehen, ich kann's auch weil der ist doch nicht mehr das Gehalt wert oder dem Marktwert entsprechend. Genau, ja. Also, ja, obwohl, absolut. ich glaube, einen hohen Marktwert hat er jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem, oder auch nicht mehr dieses Standing. Der hat noch 30 Millionen. Der hat noch 30 Millionen. Und das ist, oder vielleicht sind es auch nur noch 25 oder so, aber... Dortmund kannst du was ganz anderes machen. So, ich kann es nicht verstehen. Klar, du hast ja auch irgendwie hinten nichts aufgegeben, auch im Süden muss man sich mal fragen, ja, ist es das noch? Ja, aber so grundsätzlich finde ich es gut, dass der Kader zusammengehalten worden ist. Weil das ist halt auch irgendwo bei Dortmund immer ein Problem, auch wenn du natürlich viele Leute hast, wenn da jetzt ein Angebot reinkommt, gibst du dir natürlich ab. Aber so grundsätzlich, was es die Offensive angeht und was die Führungsspieler angeht, und da sehe ich halt Schlotterbeck, Kobel vor allem, ein Girassi vorne, ein Bayer für die Zukunft, ein Adeyemi, er muss natürlich den nächsten Schritt einfach gehen. Ne? So, und jetzt müssen wir, glaube ich, auch zu Platz 2 kommen. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich beide. Ja, das sticht wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich bei dir auch Red Bull. Ja, genau. Red Bull Leipzig. Es ist Red Bull, was soll man dazu sagen? Nicht Rasenballsport. Keine Doppelbelastung. Ja, keine Doppelbelastung. Überragende Kader aufgebaut. Muss man echt so sagen. Weil, ja, es tut mir auch weh, aber die haben unfassbare Einkäufe gemacht. Ja. Also einen guten Kader halt aufgestellt. Absolut. Der schon top ist und man hat halt nicht diese Dreifachbelastung. Ja, obwohl man auch sagen muss, also manche Sachen, klar, das wird sicherlich noch nachziehen, aber zum Beispiel so ein Diamondé, 1,5 Millionen Marktwert, 18 Jahre alt, für 20 Millionen geholt. Ne, aber klar, das ist aber man irgendwie... Klar, war nur Pokal gestern, aber der ist ja unfassbar schnell und... Genau, ja. Ich glaube auch in der Bundesliga kann er da auf jeden Fall gut aufmischen. Ja. Bakayoko, guter Transfer, wollte ja auch Leverkusen haben, hat sich für Red Bull entschieden, für noch ein bisschen mehr Kohle. Also da wurde viel Geld auch wieder in die Hand genommen, Romelu noch, Stürmer. Finkgräfe als Linksverteidiger, junger Spieler. Der war glaube ich noch nicht mal im Kader im Pokal, aber so grundsätzlich, klar, du hast einen Cesco verloren, aber ganz ehrlich, für 70 Millionen, also worüber reden wir? Was man noch sagen muss, den Xavi Simons halten können. Genau. Ne? 70 Millionen Marktwert mittlerweile, letztes Jahr für 50 Millionen geholt. Absolut, aber der hat natürlich nicht an seine erste Saison bei Leipzig anschließen können. Ne? Das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Ja. Aber so grundsätzlich, ich glaube, also wenn wir ganz viel Pech haben, dann wird es tatsächlich sogar oben ein bisschen spannender, aber ich glaube... Kommt auf die Bayern an, wie konstant die jetzt sind. Alles andere wird Leipzig schon allein einfach deswegen gut wegmachen können, zum Beispiel auch in Dortmund oder so, weil sie eben nicht diese Dreifachbelastung haben und eben auch am Ende auch Openda und Co. halten konnten. Ne? Also Seschko Abgang, ne? Sehr viel bekommen für ihn. Wie viel? 75 Millionen, glaube ich? Ja, 70 steht jetzt bei Transfermarkt, aber ungefähr in die Richtung. Ist ja schon sehr viel Geld. Etikette auf jeden Fall so in die Richtung. Ja, war natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, auch letzte Saison. Ne?
mit der Einzige, der da, obwohl Luis Openda hat ja auch getroffen. Ja. Aber das ist der Einzige, wo ich sage, Ole Werner, weiß ich nicht, ob es das ist. Er ist natürlich ein guter Trainer, ja, aber er ist jetzt nicht als Ausbildungstrainer bekannt. Und bei Leipzig musst du ausbilden. Also ich glaube, das ist ganz klar. Ja? Du musst die Spieler, die aus diesem ganzen Red Bull-Netzwerk kommen oder eben auch von extern, die musst du am Ende des Tages dann auch, sag ich mal, auf das Niveau heben, was Champions League ist. Ja, Uedraogo mal ein bisschen einbinden. Das ist ja am Ende der Anspruch, den Leipzig hat, Champions League und... Ja. Was ist mit Uedraogo? Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Der war ja auch sehr lange verletzt, muss ich sagen. Ich glaube, Red Bull hat jetzt, glaube ich, auch eine zweite Mannschaft. Ich glaube, vorher hatten sie das, glaube ich, gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in der 4. oder 5. Liga starten, aber am Ende... Das wäre es ja jetzt auch nicht. Ne? Also solche Leute musst du halt einfach mal verleihen oder denen die Chance geben. Ja, absolut. Aber ich glaube, damit können wir jetzt zum Meister und das habe ich auch eben vorweggenommen. Es ist natürlich der FC Bayern München. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, ja, dass das, glaube ich, die höchste Wahrscheinlichkeit von allem hat. Weil Bayern hat natürlich am Ende des Tages zum Beispiel einen Sané verloren, du hast natürlich einen Coman verloren, du hast jetzt aber auch endlich einen Tell verkaufen können. Ja, der war gutes Geld bekommen noch. Genau, hast gutes Geld gekriegt. Du hast einen Palinja verlieren. Aber hast ja auch auf der Zugangsseite. Genau, auf der Zugangsseite hast du einen Tag geholt. Unfassbar starker Transfer. Ja. Für 2 Millionen, ja gut, das stimmt. Ja gut, die 2 Millionen. Ich sehe den Transfer kritisch. Der war ja eigentlich ablösefrei, ne, damit er bei der Club-WM noch spielen kann. So. Achso, wann das nur dafür? Genau, das war nur dafür, damit er vorher registriert. Das hat die FIFA ja, sage ich mal, noch so eingeführt, damit du die Spieler vorher, vor dem 1.7. schon spielen können bei der Club-WM. Ja, war ja sonst ablösefrei. Ja. Genau, und am Ende finde ich es einen guten Transfer, weil mit Kim, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich sag ganz ehrlich, an sich ist es ein guter Transfer, weil du halt Leverkusen einen gesetzten Führungsspieler halt ausgestochen hast. Also hast ihn halt geholt. Aber ich sehe es auch ein bisschen kritisch mit Tah hinten. Ich kann mir vorstellen, dass er da nicht so funktionieren wird. Ist so meine Einschätzung. Also ich glaube, der wird ganz gut mit Upamecano da funktionieren. Ja, ich glaube in der Bundesliga schon. Ja, nur wenn das jetzt auf dem höchsten Niveau ist. Darum geht es ja bei Bayern. Das würde ich jetzt auch nicht. Also wenn die jetzt die Champions League ranken, dann wäre Bayern Viertelfinale wahrscheinlich jetzt gerade bei mir. Nee, ja, sagen wir Viertelfinale, maximal irgendwie Halbfinale. Aber dann muss auch der Baum stimmen, ne? Ja, also absolutes Grundgerüst. Genau, ja, also am Ende ist es natürlich, aber klar, also Diaz, 70 Millionen kann man sich jetzt überstreiten, Marktwert gerecht, aber am Ende sind es auch Premier League Marktwerte. Dennoch, also ich glaube, qualitativ ist es ein Upgrade zu Sané. Ja. Kein Upgrade zu einem fitten Coman. Aber der ist nie fit. Genau, das ist das Ding. Er hat immer noch 1-2 Spiele in der Saison, wo er wirklich komplett fit ist. Ja, aber nie fit im Sinne von, der ist nie eine Saison fit. Ist das Knie, ist der Knöchel, ist es alles, was mir immer unfassbar wehtut, weil ich mochte Coman immer. Ja, absolut. Ich finde es auch schade, dass er irgendwie nach Saudi-Arabien geht, aber gut, am Ende ist es für Bayern auch... Ne? Man kann es Bayern nicht vorwerfen. Ist es für Bayern einfach auch dann sinnvoll, weil fit wird er wahrscheinlich nie komplett sein. Ja. Und Luis Diaz kann ich verstehen, vor allem... Gut, andererseits kann man sagen, wir haben jetzt den Wirtz-Transfer so ein bisschen finanziert, aber andererseits ist das ist halt so das, was ich verstehe, ne? Ja. Die finanzieren halt wirklich die Hälfte des Transfers durch den Luis Diaz. Das ist ja so. Man muss es unabhängig davon sehen, weil ich meine, wie viele Spieler sind gerade auf dem Markt, die du für das Geld kriegen kannst und die das Niveau haben von Luis Diaz? Nicht viele. Also ich hätte eher andere Spieler gesehen. Ja, wenn du so einen Williams zum Beispiel nimmst, Nico Williams, der wäre erstens nochmal teurer gewesen, zweitens ist er meines Erachtens noch nicht auf dem Niveau, wird er hinkommen? Mit großer Sicherheit, aber wann ist halt die Frage. Oder Bayern braucht halt Spieler, die halt direkt dahin kommen müssen, aber worauf ich noch eingehen wollte ist, Kompany hat, finde ich, ein Problem, die junge Spieler irgendwie heranzuführen. Ja. So, jetzt hast du einen Bischof geholt, ich weiß nicht, vielleicht wird er auch noch ausgehen, du hast einen Wanner zurückgekriegt, vielleicht wird er noch ausgeliehen, du hast einen Karl und so weiter. Ne? Also du hast da junge Spieler, die eigentlich nur darauf warten, ihre Minuten zu kriegen. Jetzt ist Musiala noch verletzt, das ist die perfekte Chance eigentlich, einen Wanner da einzusetzen, einen Bischof da einzusetzen und ich hoffe, dass Kompany das auch tut. Ja. Aber ich glaube es gerade irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, auch wenn man sich jetzt an den Supercup, wenn man darüber nachdenkt, Olise, Gnabry und Diaz haben da gespielt. Ja, aber auch Goretzka, ne? Ja, Goretzka hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also Goretzka hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, ist mir egal. Also wirklich, ganz ehrlich, ist mir egal. Der hat das Mittelfeld wirklich mit Kimmich dominiert. Also darüber müssen wir, glaube ich... Ja, aber ist mir doch egal. Der hat die letzte komplette Saison, weiß ich nicht. Es ist ein ganz anderes Niveau mittlerweile. Klar, natürlich die letzten Jahre nach dem Champions League Gewinn müssen wir nicht drüber reden, da hat er abgebaut. Aber dennoch hat er sehr gut letztes Mal gespielt. Und am Ende muss man auch sagen, auch da glaube ich jetzt nicht, dass Bayern da sich sonderlich verbessern kann, wenn sie jetzt investieren. Du hast ja mit Palinja irgendwo versucht, da einen dreckigen Wechsel zu holen, aber überhaupt nicht ist er ja eigentlich auch nicht. Nee, aber du hast es versucht. Das klar. Weil technisch und alles drum und dran, da ist er einfach
Mainz hat Ich sich sehe noch den nicht Bayern auf der geholt. 6. Aber gut, Ja. ich glaube, damit wären wir dann auch durch. Ja. Wir ranken jetzt noch zusätzlich, beziehungsweise wir prognostizieren jetzt zusätzlich noch einige Kategorien und fangen jetzt, glaube ich, einfach mit dem Torschützenkönig an. Ja. Ich glaube, das kannst du auch einfach jetzt gerne machen. Ja, ich mach's kurz und knapp. Harry Kane. Also ich glaube, kann man natürlich Ich habe einen anderen Take. Ach, Zu 100%. Ake, Ja, oder was? nein. Also Ake, da muss schon viel passieren. Aber Nee, Girassi. ja, okay. Girassi hat letzte Saison auch das eine oder andere Spiel verpasst. Kane hat wiederum wieder sehr viele Elfmeter gemacht. Ja? Also Ja, muss man auch und? dazu sagen. Muss er auch erstmal machen, ne? Ja, natürlich muss man die erstmal So. machen. Aber ich glaube, wenn Girassi fit bleibt, wird Girassi mehr Tore schießen als ein Harry Kane. Ich glaube nicht, Ich dass fand, beide letzte Saison fit war bleiben, auch schon glaube ich bei nicht. Kane wirklich so, klar, immer noch der beste Stürmer der Liga, da Ja, müssen wir klar. gar nicht reden. Ne? Aber war auch schon so, wo man, finde ich, gemerkt hat, ich weiß nicht, vielleicht langweilig in die Bundesliga, aber vielleicht, ja, es ist so. Oder vielleicht ist es halt auch einfach am Ende des Tages so, dass man irgendwann dann halt auch einfach ein bisschen vom Gas runtergeht aufgrund des Alters. Ja? Und Ja, gut. dann sich vielleicht die sage ich mal, die Körner dann auch aufhebt für, sag ich Champions mal, League, die klar. Champions League. Aber Ich glaube, beide sind halt schon ein bisschen verletzungsanfällig. genau, ja, absolut. Girassi ist auch verletzungsanfällig, aber ich Hat schon glaube, auch wenn überlegt der bei fit bleibt, Girassi. dann wird das Aber was. Ja? Ich glaube eher Harry Kane. Ich glaube, er wird jetzt noch besser gefüttert. Ja. Luis Diaz. Ich glaube echt Wanner, dass er da auch seine Chancen bekommt. Ja. Und ich glaube, dass er einfach besser gefüttert wird. Ist so meine Einschätzung. Aber jetzt können wir, glaube ich, auch direkt zur ersten Trainerentlassung kommen. So, ja, du kannst halt diesmal anfangen. Ja, gerne. Ich wollte erst Ilsner nehmen. Von Hoffenheim. Oh, ja, okay. Das ist mir aber eigentlich aufgefallen, die haben eine gute Vorbereitung gespielt, die haben gute Transfers getätigt. Absolut. Und ich sehe ihn zwar jetzt nicht auf Ewigkeiten da, aber das ist, glaube ich, auch normal. Wen ich dann jetzt habe, das liegt aber auch so ein bisschen an der Platzierung, weil ich glaube, die können ein bisschen nach unten reinrutschen, Okay. ist Seoane. Ui, Ich sticht. glaube, ja, auch. Ja, schon, ja. Weil ich glaube, wir haben es ja eben auch schon gesagt. Ich glaube, dazu müssen Habe wir ich schon gar nicht, angedeutet. dazu Ja. müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu viel sagen. Ich glaube, der ist verbrannt. Ja, Das habt Wort ihr ja hast du eben gesagt. genannt. Ja. Es ist das perfekte Wort. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie die jetzt Saison reinstarten. starten, aber Ja, also genau. grundsätzlich, ich glaube, das wird nicht lange mehr gut gehen. Ich glaube sogar vor der Hinrunde ist er Ja, schon. und je schon nachdem weg. ist es natürlich dann auch die Chance für Gladbach, sage ich mal, weiter oben jetzt, weil vom Kader her haben wir natürlich die anderen Spieler, aber mit diesem Zusammenspiel wird das nichts. Ja. Ich glaube, dann machen wir auch schon weiter mit Rookie of the Rookie, Season. machen wir, ja. Fang du gerne diesmal an. Ich muss sagen, da habe ich jetzt jemanden, den hat man, ja, könnte man schon auf dem Zettel haben, jetzt nicht unbedingt vielleicht. Bakayoko von RB Leipzig. Letzte Saison 12 Tore, 2 Assists in der Liga. Und ich finde, da hat man einen guten Transfer gemacht. Leverkusen wollte ihn auch haben. Und ich glaube, das hat auch schon seine Gründe. Ja. Und der wird da gut performen. Ja, ich habe wieder ein bisschen die Fanbrille an, nur noch kurz zum Verständnis. Also Rookie of the Season ist am Ende des Tages die erste Bundessaison. Also ein Diaz würde da theoretisch auch reinfallen. Ich habe Isak Johannesson vom FC. Ich war am Überlegen zwischen Masa und Quanza, dann habe ich am Überlegt, nehme Ten Hag. Ich glaube, die werden ein bisschen weiter unten sein und auf 7 gehen. Ich meine, sie können natürlich auch weiter oben. Darüber haben wir ja auch eben schon diskutiert. Aber am Ende glaube ich es nicht. Ich glaube, die brauchen noch 1, 2 Saisons, obwohl ich beide extrem schätze. Ja? Also Masa und Quanza, glaube ich, die haben da ein enormes Potenzial, auch wieder Leverkusen zu bringen. Leider, naja. Ja. Und, aber ich habe mich für Isak Johannesson entschieden. Und zwar aus dem Grund, weil ich beim FC selten so einen technisch starken Achter gesehen habe, der das Spiel leitet, also ein zentraler Achter, der das Spiel leitet, der intelligent ist, der sich die Bälle abholt, die Technik dazu hat und auch am Ende sehr gut ins System passt und natürlich auch ein Wunschspieler von Krasniok ist. Ja. Ich glaube, der Mann kann da wirklich was bewegen und er wird auch ausschlaggebender sein als ein Masa und Quanza in der ersten Saison von Leverkusen. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt wirklich ihn genommen. Ist natürlich dann auch wieder ein bisschen Fanbrille, aber ja, auf jeden Fall. Aber wird, denke ich mal, auch gut performen. Ich hätte niemals damit gerechnet und deshalb ja. Aber gerne jetzt Breakout. Breakout, jetzt, ja. Genau, haben wir die Breakout-Spieler. Ja, du kannst ja gerne erstmal nennen. Wer wird jetzt
so richtig durchstarten. Genau. Ja. Ich hatte mehrere Leute auf der Liste. Zum einen hatte ich einen Viper auf der Liste. Ich hatte auch da einen. glaube ich, scheitert es in der Doppelbelastung. Ich hatte halt auch noch ein paar andere Leute, wo ich sage, zum Beispiel Wanner, wenn der jetzt den Würzersatz macht, den Musiala Schrägstrich Würzersatz, weil beide halt nicht da waren, da spielt, sind, also solange Musiala nicht da ist, kann er auch wirklich jetzt absolut durchstarten. Aber ich habe mich für Merlin Röhl entschieden. Ich glaube, wenn der Mann mehr scoret, und das wird diese Saison passieren, das haben wir schon bei der U21 EM ein bisschen gesehen, wenn der ein bisschen höher spielt, ich glaube, dann kann das eine absolute Breakout-Saison werden und der kann extrem wichtig für die Mannschaft werden. Vor allem, weil halt auch ein Doan vorne wiederum fehlt. Da muss halt auch, er muss jetzt in diese Führungsrolle auch langsam wachsen. Ohne da jetzt Druck reinzunehmen, aber ist auch ein bisschen älter, ne? Ja, aber ich glaube wirklich, der wird es am Ende werden. Also ich sehe diese Anlagen, ich mag auch diese großen offensiven Mittelfeldspieler, beziehungsweise, ich meine, er kann natürlich auch ein bisschen tiefer spielen, aber ich sehe ihn da eigentlich, ich mag ihn. So einfach von der gesamten Anlage, ich finde ihn einfach einen geilen Spieler und ich glaube, das wird die Saison vor allem, weil schon allein auch mit der Doppelbelastung, mit Europa League plus Bundesliga, ich glaube, das kann was werden mit ihm. Okay, ja, ich habe dann nämlich eigentlich einen komplett anderen Spieler, kann man sagen. Ein bisschen randommäßig, aber ich glaube, man hat ihn schon so ein bisschen auf dem Zettel. Der hat letzte Saison in der 3. Liga gespielt. Luis Oppi von St. Pauli jetzt. Ist von Bielefeld zu Pauli gewechselt. Ja. Und ich glaube trotzdem, weil wir reden ja von Durchbruchspieler, dass er seinen Durchbruch in der 1. Liga auch. Oder dass er sich auch beweisen kann und auch zeigen kann, dass er auch auf dem Niveau spielen kann. Haben wir ja auch im Pokalfinale gesehen. Ja. Ich glaube, das kann echt ein guter Spieler sein. Ja, ich glaube, mit der beste Transfer. Ich finde den auch geil. Ich meine, es gab ja viele Gerüchte um Oppi. Ja. Ne? Also er hat eine überragende Saison gespielt. Hat mich schon ein bisschen überrascht, dass Pauli das so ein bisschen gewonnen hat. Ja, aber ich glaube, gerade weil er bei Pauli spielt, glaube ich nicht, dass es das wird. Also ich glaube schon. Ich glaube trotzdem, dass er da auffallen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich. Aber ja, wir werden es sehen. Also jetzt haben wir den besten Spieler der Saison. Das wird bei mir Olise. Stich schon wieder, ey. Ich kann es auch gar nicht anders. Also ich habe wirklich überlegt. Es wird schwer. Ich wüsste nicht, wer es sonst werden soll, außer Michael Olise. Guck dir diese Zahlen allein schon an. Ja, das ist ganz nur in der Liga letzte Saison 12 Tore, 18 Assists. Das ist Wahnsinn. Das war eine Rookie-Saison. Und der kommt aus der Premier League, aber der war da bei Crystal Palace. Ja, es ist geisteskrank. Also das war wirklich der beste Eberl-Transfer. Der war echt top, der Transfer. Und ich mag ihn einfach unfassbar gerne, einfach vom Spielertypen her. Macht Spaß. Und der ist qualitätsmäßig natürlich absolut krass. Ganz ehrlich, wenn er so weiter spielt, kann er irgendwann auch einen Ballon d'Or mitspielen. Also ich glaube, darüber ich bin mal gespannt. Ja. Haben auf jeden Fall beide denselben. Genau. Hot Take. Mein Hot Take ist, Stuttgart geht auf die 4 und danach Woltemade und Hoeneß im Doppelpack zu Bayern. Weil Company wird gehen, weil er die jungen Leute eben nicht so ranlässt und es irgendwann nicht mehr passt und die nutzen die Chance, um Hoeneß und Woltemade zusammenzuholen. Das ist mein Hot Take, der kann natürlich auch schnell kaputt gehen, dadurch, dass Woltemade zum Beispiel jetzt noch bald wechselt. Aber grundsätzlich glaube ich, Stuttgart auf die 4, Woltemade und Hoeneß nach der Saison zu Bayern. Das kann sich auch noch ziehen eigentlich. Ja? Klar. Ich habe dann einen Hot Take, den spiegelt eigentlich die Tabelle schon so ein bisschen wider. Ein Hamburger Club wird auf jeden Fall absteigen. Kann ja auch durch die Relegation passieren, ne? Man weiß aber ich finde, ist das ein heißer Take? Ja, also mindestens einer geht runter. Ist ja schon. Ja, aber ich finde es nicht so heiß, weil das sind halt beide Mannschaften, wenn du die Kaderwerte anguckst, haben die, glaube ich, 18 und 16. Also ich glaube, Pauli ist auf der 18 vom Kaderwert. Das ist egal. Und die waren ja letzte Saison schon. Ich finde es nicht genug. Sag mir was Hotteres. Ich finde es schon sehr hot. Sag mir was Hotteres. Beide gehen runter. Dann sagen wir, beide gehen runter. Ja, aber dann ist da die Tabelle. Dann funktioniert es nicht. Ja, jawohl. Ja, doch klar. 17, 16. Die können ja Relegation abstellen. Ja. Dann sagen wir beide. Oder sagen wir 16. Du hast die einfach nur vertauscht, genau. Sagen wir einer mindestens Relegation, der andere Abstieg. Okay, aber das habe ich ja quasi auch drin. Habe ich ja auch so. Ich hätte mir was Hotteres gewünscht, aber vielleicht das Ich finde es schon gut. So, ansonsten haben wir noch bester Transfer. Der beste Transfer ist bei mir Burkhardt. Ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr einschlagen bei Frankfurt. Ich glaube, der bringt halt einfach alles mit. Ich bin ein absoluter Fan. Und zusätzlich glaube ich auch, dass man dadurch ein bisschen vertröstet wird, dass jetzt Etikite, Mamouche und ich meine, die letzten Jahre ist selber irgendjemand gegangen vorne, wechseln. Und ich glaube, der kann dann auch mal ein paar Saisons länger da bleiben. Genau. Ja, ich habe da Ritz Doan
21 Millionen Okay, gewechselt. jetzt haben wir beide Frankfurt-Neuverpflichtungen genommen. Ja, die machen ja auch einfach gut Transfer. Ja, absolut. Egal ob jetzt Abgänge, Absolut. Zugänge. Müssen wir nicht drüber reden, ja. 10 Tore, 8 Assists in der Liga gemacht. Und ich finde auch einfach so Ja, von seinen ja. Anlagen her war das ja wirklich mit der wichtigste Spieler bei Freiburg. Ja. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was der da so, oder ob der auch auf dem Europa League, was spielen die dann? Champions League Niveau, ja. sogar Champions League. Ja. Was er dann so auf dem Ja, Parkett da zaubern kann. also ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich noch als Flop Werder Bremen, aber das hat sich, glaube ich, in der Tabelle auch schon angedeutet. Steht schon wieder. 15 Jahre auch, ja. Also müssen wir, Ist glaube es ich, auch nicht mehr. absehbar. Müssen wir auch nicht mehr. Ja. Ja, gerade ist es absehbar. Auch klar, ohne wir haben auch Pokal. noch eine Wintertransferphase, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber so grundsätzlich, da muss einfach noch was passieren. Haben wir ja Also auch schon drüber gesprochen. wird es ein ganz großer Flop und das jetzt nicht nur für die Spieler, für den Trainer, für die Mannschaft, sondern ich finde halt eher für die Ebene drüber, die halt wirklich dann am Ende ganz, ganz schlechte sportliche Managementleistung Was man abliefert. aber auch noch sagen muss, Ole Werner ist ja auch ein krasser Verlust für Bremen. Obwohl Horst find- Steffen finde ich natürlich auch sehr stark. Ich weiß nicht, ob der in der ersten Liga da so. Ja, also passieren man wird. wird sehen. Also ich glaube, dass halt das Gesamtkonzept halt floppen wird. Ja. So Leute, das war unser Video. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert gerne eure Prognose Gebt gerne in ein Like. den Kommentaren. Genau, gebt ein Like, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Wir Ciao. sehen uns.